Herrndorfer. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier empfangen und mit uns sprechen. Sie leiten ja die Projektgruppe Digitalisierung an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Mit welchen Themenfeldern der digitalen Landwirtschaft beschäftigen Sie sich? Ja, zuerst mal herzlich willkommen. Ich leite die Projektgruppe Digitalisierung, das ist richtig. Mittlerweile haben wir aber auch eine Arbeitsgruppe etabliert bekommen hier, die heißt Digital Farming. Und ja, mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Also grundsätzlich die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft ist ja eine Ressortforschungseinrichtung des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Und unser Slogan ist sozusagen Forschen, Fördern, Bilden. Und das heißt, wir machen angewandte Forschung im Agrarbereich und wir speziell im Digitalisierungsbereich in der Außenwirtschaft, in der Innenwirtschaft, in der Außenwirtschaft hier an unserem neuen Standort in Rußdorf an der Rott. Und in der Innenwirtschaft ist es natürlich sehr konzentriert auf unserem starken Standort in Grub. Da gibt es ja auch diese Experimentierfelder. Inwieweit greift das LFL damit ein oder ist dafür auch zuständig? Wir haben uns, wie viele andere Institutionen, auch für ein Experimentierfeld beworben, als die Ausschreibung natürlich war und zum Glück auch sehr erfolgreich und haben eben das Experimentierfeld Digimilch, so heißt es, eben jetzt in Grub etablieren können. Und können Sie ein bisschen erzählen, was wird von der Landespolitik getan, um die bayerische Landwirtschaft digitaler zu gestalten? Ja, in Bayern gibt es eben einen Masterplan sozusagen, wie das Thema vorangebracht werden soll. Dazu gehören verschiedene Elemente. Wir gehören auch dazu natürlich hier in Rußdorf. Also wir bauen hier ein Digitalisierungszentrum Landwirtschaft auf, das sich an diesem Standort, ich habe es vorher schon gesagt, eben mehr mit der Außenwirtschaft auseinandersetzen wird. Wir wollen hier auch eine Art Farm der Zukunft etablieren. Das heißt, wir wollen hier zeigen natürlich, welche digitalen Technologien es momentan marktverfügbar gibt, welche Effekte davon zu erwarten sind, also was sie den Landwirten natürlich für Vorteile bringen. Auf der anderen Seite wollen wir diese Farm der Zukunft aber auch nutzen, um ja, relativ aktiv auf die Gesellschaft zuzugehen und eben zu erläutern, welchen Beitrag Digitalisierung letztendlich auch leisten kann, um gesellschaftliche Forderungen an die Landwirtschaft ein Stück weit zu erfüllen. Und können Sie noch was dazu sagen, welche Förderung es gibt für Landwirte, Landwirtinnen, die digitaler werden wollen? In Bayern gibt es jetzt seit einiger Zeit schon das bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft digital, ein Investitionsförderprogramm im Endeffekt, das in verschiedenen Bereichen eben Investitionsanreize setzt. Das ist einmal im Bereich Agrarsoftware, das ist im Bereich wir nennen das 1000-Feldroboter-Programm, wo es eben beispielsweise um digitale Hacktechnologien geht, bis hin zu Feldrobotern. Also das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt und da kann man auch schon sehr tolle Dinge beobachten jetzt letztendlich. Es gibt einen Roboter beispielsweise, der in der Lage ist, Zuckerrüben zu säen und zu hacken. Die meisten dieser Roboter fahren tatsächlich jetzt in Bayern, getrieben auch durch dieses Förderprogramm. Natürlich ist auch der Tierbereich mit inkludiert in diesem Förderprogramm, beispielsweise durch Sensorsysteme zur Verhaltensüberwachung und zum Gesundheitsmanagement, um eben auch das Tierwohl voranzubringen. Und dann haben wir auch noch eine Förderung im Bereich Nährstoffmanagement durch eben Sensorik im Bereich Stickstoff, also Stickstoffsensoren, aber auch NIRS-Sensorik zur Gülleausbringung beispielsweise ist in der Förderung. Also eine breite Palette. Und hier ist, glaube ich, schon mal wichtig auch anzumerken, dass das Technologien sind, die ganz überwiegend eigentlich für ökologische wie auch konventionell wirtschaftende Betriebe relevant sind. Und es ist so, dass diese Förderung, also der Landwirt kann sich auf die Förderung bewerben und bekommt er dann den vollen Betrag oder gibt es einen großen Anteil, der auch noch Eigenkapital ist? Also erstens gibt es natürlich von der Investitionssumme her Obergrenzen, die sind technologiespezifisch definiert. Das könnte man jetzt, würden wir mehr Zeit brauchen, um das im Detail durchzugehen. Und dann gibt es natürlich Prozentsätze sozusagen, was davon gefördert wird. Das liegt bei 40% bei den meisten Technologien oder bei vielen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt so viele Förderprogramme haben, warum ist es noch nicht so, dass jeder Landwirt jetzt digital arbeitet? Können Sie da was sagen zu der aktuellen Akzeptanz oder welche Hindernisse und Hemmnisse es noch gibt für die Landwirte? Ja, also wir haben einen relativ detaillierten Überblick letztendlich in Bayern, weil wir jetzt in diesem Jahr im Rahmen der Mehrfachantragstellung alle Betriebe letztendlich angesprochen haben über die digitale Plattform, über die der Mehrfachantrag gestellt wird. Es gab keinen Zwang zur Teilnahme an unserer Umfrage, aber immerhin haben wir qualitätsgeprüft knapp 2400 sehr belastbare Antworten, die wir jetzt auswerten konnten. Und wir sehen da natürlich, dass in Bayern, das trifft, denke ich, auf viele Bundesländer zu, ja, dass bekannte Technologien, das wussten wir vorher natürlich auch schon, dass die schon eine relativ breite Akzeptanz haben. Dazu gehören natürlich Lenksysteme, dazu gehört Teilbreitenschaltung, Software im Bereich digitale Ackerschlagkarteien oder Neudeutsch Farmmanagement Informationssysteme. Also die sind schon weiter verbreitet. Andererseits andere Technologien bleiben hinter die Erwartungen zurück, wenn wir ehrlich sind. Also dazu gehören die meisten Precision Farming Anwendungen, wenn es um Teilflächenbewirtschaftung geht, beispielsweise teilflächenspezifische Stickstoffdüngung. Da greift jetzt auch die Förderung, aber das dauert natürlich auch ein Stück weit, bis wir das in den aktuellen Einsatzzahlen sehen. Die Förderung gibt es ja noch nicht seit 10 Jahren, sondern erst seit je nach Teil, die ist gestaffelt gestartet seit 2 Jahren ungefähr. Wo wir aber die Effekte schon sehen, ist letztendlich bei dieser Frage, die wir auch gestellt haben, planen Sie im nächsten Jahr oder in den nächsten 5 Jahren zu investieren? Und da haben wir in den meisten Bereichen, die wir abgefragt haben an Technologien, durchaus ein relativ hohes Investitionsinteresse auch festgestellt. Und das liegt sicherlich auch oder hängt zusammen mit der Förderung. Und können Sie noch mal zusammenfassen, welche Haupthemmnisse die Landwirte sehen, weshalb sie es bisher noch nicht gemacht haben? Das haben Sie ja auch abgefragt in der Richtig, Studie. haben wir auch abgefragt. Es ist natürlich immer so, dass der Preis eine Rolle spielt, das ist klar, also irgendwo monetäre Aspekte bis hin zu den, ja, einerseits der Investitionsbedarf, dann natürlich auch die laufenden Kosten sozusagen. Auf der anderen Seite sind natürlich Schnittstellenprobleme ein zentrales Problem, also die Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten. Da gibt es viele Probleme, die noch lange nicht gelöst sind. Auf der anderen Seite können wir auch im Bereich Anwenderfreundlichkeit durchaus Verbesserungsbedarf noch entdecken. Das sind eigentlich so die zentralen Punkte, würden wir jetzt mal sagen. Dann kommen wir noch mal zu den Vorteilen der digitalen Landwirtschaft. Welchen konkreten Nutzen sehen Sie da für die Landwirte? Also wir sind grundsätzlich der Meinung, dass durch digitale Technologien, durch diesen Innovationsschub in diesem Bereich wir einen Beitrag leisten können zur nachhaltigeren und ja, damit hoffentlich auch gesellschaftlich akzeptierteren landwirtschaftlichen Produktion. Also das ist unser Grundmantra natürlich. Und es ist auch klar, dass man die richtige Anspruchshaltung haben muss an diese Technologien. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir der Meinung sind, dass wir einen Beitrag leisten. Ich habe es vorher so formuliert, aber wir sind nicht die alleinige Lösung natürlich. Das ist wichtig. Und ein Aspekt, der, denke ich, auch sehr zentral ist, wenn irgendwo größere strukturelle Probleme letztendlich vorhanden sind, die letztendlich zum anderen Problem führen, dann wird der Digitalisierung letztendlich auch nicht den Riesenschritt bringen sozusagen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, wenn irgendwo die Tierdichte sehr hoch ist und damit auch die Nährstoffe in einer Region, dann werden wir durch eine teilflächenspezifische Düngung schon ein bisschen einen Beitrag leisten können sozusagen. Aber das Grundproblem lösen wir dort natürlich nicht mit Digitalisierung, das ist auch klar. Auf der anderen Seite, wir haben auch im Bereich gesellschaftliche Akzeptanz sehr detailliert befragt. Und da haben wir gelernt letztendlich, dass Digitalisierung in der Landwirtschaft grundsätzlich positiv auch in der Gesellschaft schon belegt ist, wenn wir es eher allgemein fragen. Wenn wir dann aber differenzieren zwischen Außen- und Innenwirtschaft, dann merken wir,
dass natürlich in der Tierproduktion grundsätzlich sehr kritische Haltung vorhanden ist. Das erleben wir ja täglich. Und dann müssen wir hier auch realistisch sehen, dass wir hier schon einen Beitrag leisten zu Tiergesundheit und mehr Tierwohl, aber dieser Beitrag wird jetzt wahrscheinlich nicht genügen sozusagen, um diese grundsätzlich kritische Stimmung in eine völlig neue Richtung zu drehen. Also hier müssen wir sehr realistisch bleiben, was die Anspruchshaltung angeht. Jetzt haben Sie es sehr eingeschränkt, aber dennoch wird ja auch große Hoffnung und Erwartungen in die digitale Landwirtschaft an die gestellt. Können Sie da nicht nochmal zusammenfassen, welche belastbaren Zahlen es schon gibt, um die Nachhaltigkeit der digitalen Landwirtschaft eigentlich nachzuweisen? Also digitale Landwirtschaft ist ja ein breites Feld sozusagen. Ein Thema, mit dem wir uns intensiver auseinandersetzen, ist logischerweise auch das Thema teilflächenspezifische Stickstoffdüngung, weil davon eben eine Menge negative externe Effekte ausgehen. Und hier zeigt die Studienlage ja sehr klar, dass man sicherlich mit der Intensitätsreduktion von 10, vielleicht auch 20% rechnen kann durch eine geschicktere Umverteilung und eben Anpassung der Intensität an den tatsächlichen Bedarf. Auf der gleichen Seite, jetzt komme ich zur ökonomischen Nachhaltigkeit natürlich, wissen wir gerade in diesem Bereich auch, das hat produktionstheoretische Hintergründe, die auch sehr gut beschrieben sind, dass dennoch die Wirtschaftlichkeit sozusagen durchaus begrenzt ist. Also wir haben ökologische Vorteile, aber die ökonomischen sind jetzt zum Beispiel in dem Bereich teilflächenspezifische Stickstoffdüngung relativ begrenzt. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Verbreitung dieser Technologien, die wir auch bei unserer Befragung letztendlich wieder dokumentiert haben. Kommen wir nochmal zur Dateninterkonnektivität. Da hatten Sie das vorhin ja auch schon erwähnt. Was kann man aus Ihrer Sicht machen, um die Schnittstellen und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen verschiedener Hersteller zu verbessern? Ja, das ist ja eines der zentralen Hemmnisse, die wir auch identifiziert haben. Und ich denke, da braucht es eben Ansätze von verschiedenen Seiten. Es gibt einerseits ja Industrieinitiativen wie den Agri-Router, der letztendlich als Datendrehscheibe auch das Thema Schnittstellenproblematik adressiert. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite muss natürlich von Seiten der Landwirtschaft und ihren Interessensvertretern Druck aufgebaut werden und das auch stärker sozusagen gefordert werden und auch der einzelne Landwirt bei jeder Investition letztendlich auch das Thema explizit vielleicht sogar bis hin im Kaufvertrag sozusagen auch dokumentieren. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, wenn nicht mit Vehemenz da Druck aufgebaut wird, passiert auch weniger. Und das andere ist, da sehen wir natürlich unsere Rolle drin, letztendlich auch Projekte durchzuführen, wo wir das Thema Schnittstellenproblematik in dem Sinne adressieren, dass wir zeigen, welche Technologien, Anwendungen können miteinander sozusagen, wo funktioniert die Datenübertragung, wo funktioniert sie nicht, um das Ganze auch offen zu legen, um Transparenz herzustellen. Und wem gehören da die Daten, die durch diese digitalen Technologien inzwischen dann erhoben werden vom Landwirt? Naja, da vertreten wir natürlich schon die Position, dass das die Daten des Landwirts sein sollen. Wir wissen aber natürlich um die ganze Problematik in diesem Bereich, also diese Diskussion um die Maschinendaten und dann da nochmal eine Trennung sozusagen zwischen den reinen maschinenspezifischen Daten und den agronomischen Daten. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt viele Technologien gibt, wie im Bereich, die beispielsweise auf der Basis von Satellitendaten beruhen, wo diese Diskussion sowieso obsolet ist, so ein Stück weit. Ich kann sozusagen auf jedes Feld schauen aus fernerkundungstechnisch und mit modernen Ansätzen können da sehr detailliert letztendlich auch Informationen generiert werden. Die sind sozusagen frei zugänglich. Das ist ja nicht mehr zurückzuholen. Stichwort frei zugänglich, gibt es da Ansätze auf Bundes- oder Landesebene eine Datenplattform zu etablieren, auf die dann alle zugreifen können? Es gibt da natürlich ein paar größere Projekte, die ich kenne. Dazu gehört sicherlich das Fraunhofer-Projekt Cognitive Agriculture, abgekürzt CONIAC, die
Da ist eine Komponente sozusagen so ein Agricultural Data Space, abgeleitet von dem Industrial Data Space. Das ist sicherlich ein Punkt, der hier mal als erwähnenswert ist. Auf der anderen Seite gab es jetzt, soweit ich informiert bin, auch Machbarkeitsstudien hinsichtlich solcher Datenplattformen. Also das ist das, was ich weiß sozusagen in diesem Bereich. Auf der anderen Seite haben wir diesen Punkt auch adressiert in unserer Befragung und haben auch zu unserer Verwunderung letztendlich festgestellt, dass Landwirte durchaus, Sie können das hier selbst sehen, durchaus Vertrauen haben in einem doch relativ großen Prozentsatz sozusagen hinsichtlich staatlicher Datenplattformen. Also das wäre durchaus schon ein Punkt. Und unsere Befragung zeigt ja auch, dass man letztendlich wirtschaftlichen Lösungen oder Lösungen, die aus der Wirtschaft und Industrie kommen, relativ wenig Vertrauen schenkt, was solche große Datenplattformen angeht. Also das bedeutet letztendlich, dass durchaus ein gewisser Bedarf attestiert werden kann für solche Plattformen, die zumindest ein Stück weit losgelöst sind von wirtschaftlichen Aktivitäten. Genau, jetzt nochmal unsere Abschlussfrage. Wo sehen Sie die Smart Agriculture in 10 Jahren? Ja, Technologien, die ich vorher genannt habe, letztendlich wie Lenksysteme, Section Control, digitale Ackerschlagkarteien, da wird man in 10 Jahren nicht mehr drüber reden sozusagen. Das wird die Standardausstattung sein. Ich denke, dass im Bereich Teilflächenbewirtschaftung wir einen Schritt vorwärts kommen werden, aber aufgrund der Tatsache, die ich vorher erläutert habe, dass hier einfach so die Leistungsseite aus ökonomischer Sicht ein Stück weit begrenzt ist. Das wird sicherlich immer eine Technologie bleiben, die so ein Stück weit schwerer hat wie die anderen. Technologien, die einen Beitrag leisten zur Arbeitserleichterung, die werden, glaube ich, in 10 Jahren relativ flächendeckend vertreten sein. Technologien, die ihre Vorteile haben im Bereich Ökologie eher, aber auf der ökonomischen Seite jetzt nicht so überragend sind, die werden es auch in 10 Jahren noch schwer haben. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Vielen Dank.